Paul hat Bauchschmerzen gehabt. Er fühlt sich schon seit gestern schlecht. Heute Morgen sind die Schmerzen stärker geworden. Paul hat beschlossen, zum Arzt zu gehen. Er ruft den Arzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Der Arzt hat ihn für 10 Uhr eingeladen. Paul zieht sich schnell an und verlässt das Haus. Er fährt mit dem Bus zum Arzt. Als er in der Praxis ankommt, ist er ein bisschen nervös. Paul geht zum Empfang und meldet sich an. Die Sprechstundenhilfe bittet ihn, Platz zu nehmen. Es gibt viele Patienten im Warteraum. Paul wartet geduldig. Nach einiger Zeit wird er aufgerufen. Paul steht auf und geht ins Untersuchungszimmer. Der Arzt begrüßt ihn freundlich. Paul erklärt dem Arzt, dass er Bauchschmerzen hat. Der Arzt fragt ihn, wie lange die Schmerzen schon da sind. Paul sagt, dass die Schmerzen gestern angefangen haben. Der Arzt fragt, ob Paul noch andere Symptome hat. Paul sagt, dass er auch Übelkeit hat. Der Arzt hört Pauls Herz ab. Dann tastet er Pauls Bauch ab. Paul fühlt sich ein bisschen unwohl. Der Arzt bittet Paul, tief einzuatmen. Der Arzt schreibt eine Überweisung für eine Ultraschalluntersuchung. Paul fragt, ob er sich Sorgen machen muss. Der Arzt sagt, dass es wahrscheinlich nichts Ernstes ist. Er empfiehlt Paul, viel Wasser zu trinken und sich auszuruhen. Der Arzt verschreibt ihm auch Medikamente gegen die Schmerzen. Paul bedankt sich und geht zur Rezeption, um einen Termin für die Ultraschalluntersuchung zu machen. Die Sprechstundenhilfe gibt ihm einen Termin für morgen. Paul verlässt die Arztpraxis und fährt nach Hause. Zu Hause ruht sich Paul auf dem Sofa aus. Er trinkt viel Wasser und nimmt die Medikamente. Die Bauchschmerzen sind immer noch da, aber sie sind etwas weniger stark. Paul hofft, dass es bald besser wird. Am nächsten Morgen fühlt sich Paul etwas besser. Er geht zur Ultraschalluntersuchung. Der Arzt, der die Untersuchung macht, fragt ihn, wie er sich fühlt. Paul erklärt, dass die Schmerzen weniger geworden sind. Der Arzt macht das Ultraschallgerät an. Paul liegt auf dem Untersuchungstisch und wartet. Der Arzt schmiert ein Gel auf Pauls Bauch. Dann bewegt er das Ultraschallgerät über den Bauch. Paul fühlt sich ein bisschen kalt durch das Gel. Nach der Untersuchung sagt der Arzt, dass alles in Ordnung aussieht. Es gibt keine Auffälligkeiten.
Der Arzt erklärt, dass die Schmerzen wahrscheinlich durch Verdauungsprobleme verursacht wurden. Paul ist erleichtert. Der Arzt empfiehlt ihm, auf seine Ernährung zu achten. Paul soll weniger fettige Lebensmittel essen. Der Arzt sagt, dass er mehr Obst und Gemüse essen soll. Paul bedankt sich beim Arzt und verlässt die Praxis. Zu Hause fühlt sich Paul viel besser. Die Bauchschmerzen sind fast ganz weg. Paul denkt, dass er in den nächsten Tagen wieder normal essen kann. Er freut sich, dass die Untersuchung keine ernsthaften Probleme gezeigt hat. Paul fühlt sich nun viel gesünder. Er denkt, dass er beim nächsten Mal vorsichtiger mit seiner Ernährung sein wird. Paul macht sich eine leichte Mahlzeit. Er isst Reis mit Hähnchen und Gemüse. Paul ist froh, dass er zum Arzt gegangen ist. Es ist wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten. Am Abend fühlt er sich gut und geht früh ins Bett. Am nächsten Morgen hat er keine Schmerzen mehr. Paul ist froh, dass er schnell wieder gesund geworden ist. Er denkt, dass er jetzt mehr auf seine Gesundheit achten muss. Paul plant, regelmäßig zum Arzt zu gehen, um sicherzustellen, dass er gesund bleibt. Er möchte auch mehr Sport treiben, um fit zu bleiben. Paul fühlt sich motiviert, gesund zu leben. Er ist dankbar, dass die Bauchschmerzen nicht ernst waren. Jetzt hat er mehr Energie und fühlt sich gut. Paul ist froh, dass er auf seinen Körper gehört hat. Er weiß, dass es wichtig ist, auf die Signale des Körpers zu achten. Paul fühlt sich nach dem Besuch beim Arzt viel ruhiger. Er ist froh, dass er keine ernsthafte Krankheit hat. Paul trifft sich mit seiner Freundin Maria zum Mittagessen. Maria fragt ihn, wie es ihm geht. Paul erzählt ihr von seinem Arztbesuch. Maria ist froh, dass es ihm besser geht. Sie sagt, dass es wichtig ist, regelmäßig zum Arzt zu gehen. Paul stimmt ihr zu und sagt, dass er in Zukunft besser auf sich achten wird. Während des Mittagessens merkt Paul, dass er noch etwas vorsichtiger mit seinem Essen sein muss. Er bestellt eine leichte Suppe und Salat. Maria ist auch gesund, weil sie sich gut fühlt. Nach dem Mittagessen geht Paul nach Hause. Er nimmt sich vor, am Nachmittag einen Spaziergang zu machen. Paul zieht seine bequemen Schuhe an und geht nach draußen. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Paul geht im Park spazieren und genießt die frische Luft. Er fühlt sich viel besser als am Morgen. Während des Spaziergangs denkt er an die letzten Tage.
Paul weiß jetzt, dass er öfter auf seinen Körper hören muss. Nach dem Spaziergang fühlt er sich sehr entspannt. Paul geht nach Hause, duscht und macht sich einen Tee. Er trinkt den Tee und fühlt sich sofort besser. Paul setzt sich auf das Sofa und liest ein Buch. Er liest über gesunde Ernährung und Tipps zur besseren Verdauung. Paul merkt, dass er einige Dinge ändern muss, um gesünder zu leben. Er beschließt, mehr Obst zu essen und weniger Fast Food zu kaufen. Am Abend geht er früh ins Bett, weil er sich noch ein bisschen müde fühlt. Paul schläft schnell ein und hat eine gute Nacht. Am nächsten Morgen wacht Paul erfrischt auf. Die Bauchschmerzen sind komplett verschwunden. Paul ist sehr froh, dass er wieder gesund ist. Er macht sich ein gesundes Frühstück. Paul isst Haferflocken mit frischen Beeren und trinkt einen grünen Tee. Nach dem Frühstück geht Paul einkaufen. Er kauft frisches Gemüse und OBST. Paul liest auch die Etiketten auf den Lebensmitteln. Er möchte sicherstellen, dass er nur gesunde Produkte kauft. Im Supermarkt trifft Paul seinen Freund Lukas. Lukas fragt ihn, wie es ihm geht. Paul sagt, dass er sich viel besser fühlt. Lukas erzählt ihm, dass er auch einmal Bauchschmerzen hatte. Er geht regelmäßig zum Arzt, um gesund zu bleiben. Paul stimmt ihm zu und sagt, dass er das auch tun wird. Lukas empfiehlt ihm, auch regelmäßig Sport zu treiben. Paul überlegt, ob er einen Fitnesskurs anfangen sollte. Lukas sagt, dass es eine gute Idee ist, weil es auch die Verdauung verbessert. Paul bedankt sich bei Lukas für den guten Rat. Paul geht nach Hause und bereitet sich auf das Mittagessen vor. Er kocht eine Gemüsepfanne mit Reis. Es ist ein gesundes und leckeres Gericht. Nach dem Mittagessen macht Paul einen kleinen Spaziergang. Er fühlt sich energiegeladen und glücklich. Paul denkt, dass er nun einen besseren Lebensstil hat. Er ist stolz auf sich, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Am Nachmittag geht Paul in den Park, um sich zu entspannen. Es ist ein schöner Tag und er genießt das schöne Wetter. Paul denkt darüber nach, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten. Er möchte weiterhin gesunde Entscheidungen treffen. Als er nach Hause kommt, fühlt er sich sehr zufrieden. Paul liest in einem Gesundheitsbuch weiter. Er findet viele nützliche Tipps, die ihm helfen, gesünder zu leben. Paul ist entschlossen, seine Gesundheit auch in Zukunft zu pflegen. Am Abend bereitet er eine kleine gesunde Mahlzeit zu.
Paul fühlt sich glücklich und gesund. Er denkt daran, wie viel er über Gesundheit gelernt hat. Am nächsten Morgen fühlt sich Paul frisch und voller Energie. Er geht eine Runde laufen, um fit zu bleiben. Paul merkt, dass er jetzt viel besser auf seinen Körper hört. Nach dem Lauf trinkt er ein Glas Wasser und fühlt sich gut. Paul ist stolz darauf, wie gesund er geworden ist. Er weiß, dass er in Zukunft immer gut auf sich selbst achten wird. Am Abend geht er früh ins Bett, weil er morgen wieder arbeiten muss. Paul schläft schnell ein und hat einen ruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen ist er bereit für den neuen Tag. Paul weiß, dass er gesund lebt, und das macht ihn glücklich.